Hallo und herzlich willkommen zu unserem Review von Pipio. Nun, ich habe bereits eine Rezension zu Pipio verfasst, aber es scheint mir jetzt ein guter Zeitpunkt für ein Update zu sein. Ich weiß, dass sich einige Dinge geändert haben und ich plane, dieses Video auch auf Deutsch zu veröffentlichen. Also werde ich eine englische und eine deutsche Version erstellen. Wenn du also ein deutscher Zuschauer bist, bleib bis zum Ende dabei, um zu sehen, wie die Ausgabe auf Deutsch aussieht. Wie ist also ein Video? Ich habe auf Video erstellen geklickt und werde Sie durch den Prozess der Videoproduktion führen. Dabei werde ich ein paar Dinge erklären und Ihnen am Ende das fertige Video zeigen. Als erstes musst du dich für dein Seitenverhältnis entscheiden. Möchtest du ein 16:9, ein quadratisches oder ein vertikales TikTok-Video oder für YouTube Shorts? Ich habe Pipio schon einmal benutzt, um meine wöchentlichen Zusammenfassungsvideos zu erstellen, aber heute werde ich mich für das 16:9 Format entscheiden. Ich werde den Hintergrund als Farbe einstellen, aber du kannst auch einen transparenten Hintergrund wählen und die Farbe wird schwarz sein. Als nächstes muss ich meinen Schauspieler auswählen. Ich sehe schon, dass hier einige neue Schauspieler dabei sind, die in meinem vorherigen Video nicht vorgekommen sind. Wir können bestimmte Schauspieler markieren oder zu den Filtern gehen und hier eine Menge Filteroptionen nutzen. Aber das ist neu, dass man einen individuellen Schauspieler auswählen kann. Also kannst du dich im Grunde genommen selbst in einen Avatar verwandeln. Ich klicke also auf Weiter, um zur Preisgestaltung zu gelangen. Also kannst du für $50 eine Stimmenklonung durchführen und deinen eigenen individuellen Avatar erstellen. Also, wenn ich darauf klicke und wirklich mit meinem eigenen Avatar und meiner eigenen Stimme vollständig dabei sein möchte, kostet es $300. Das werde ich heute nicht tun. Lass uns hier zurückgehen. Ich mag diesen Schauspieler, Anja. Also hier haben wir Anja und wir können die Größe und den Rahmen hier anpassen. Ich werde sie einfach in der Mitte behalten. Ich denke, es ist ziemlich gut. Und es ist schön, dass sie gegen einen schwarzen Hintergrund steht. Wenn du ganz genau hinschaust, kannst du leichte grüne Ränder sehen, wo sie aus einem Greenscreen ausgeschnitten wurde. Also habe ich das aktiviert. Sie verwenden die Standardstimme mit dem Schauspieler. Also wird wahrscheinlich Nicola L. ausgewählt. Aber wenn ich die Stimme ändern möchte, kann ich die Sprache auswählen. Ich kann sowohl nach Geschlecht als auch nach Stil auswählen. Also ich werde später wiederkommen und daraus eine Stimme auf Deutsch machen. Jetzt können Sie Titel und andere Elemente zum Hintergrund hinzufügen. Nur um das zu demonstrieren, nenne ich es Test. Wenn ich mit der rechten Maustaste darauf klicke, werde ich es in die Mitte setzen. Ich kann etwas schichten und es nach hinten senden. Das finde ich großartig. Und hier haben wir unterschiedliche Textarten. Wir haben auch Elemente. Und wir können hier ein paar Fotos hinzufügen. Und das sind einfach nur Standardfotos, die von Pexels bereitgestellt werden. Das gleiche für Videos. Wir können Videos einfügen. Lass uns das hier einfügen und abspielen, um zu sehen, wie es aussieht. Okay, das ist großartig. Also werde ich das hinten platzieren. Ich werde hier weitermachen. Und ich möchte das hier rüber und das soll jetzt dort sein. Das Büro. Lege das dorthin. Lassen Sie es uns hier einbringen. Ausgezeichnet. Wir können auch Formen hinzufügen. Ich denke, dass Formen oft einen professionelleren Eindruck vermitteln. Also füge ich eine Form hinzu. Zum Glück ist es schwarz, das ist genau das, was ich haben wollte. Ich werde es halbtransparent machen und raten Sie mal? Ich werde es zweimal rückwärts senden. Also, es verleiht einfach einen professionelleren Look, indem man diese Form hinzufügt. Wir haben also auch Musik. Wir können auch das Musik hinzufügen. Das will ich nicht. Und wir können unsere eigenen Bilder, Videos und Audios hochladen. Und wie Sie sehen können, habe ich das hier gemacht. Also werde ich zum Schauspieler zurückkehren und es hier belassen. Jetzt werde ich meinen Text eintippen. Also habe ich gerade ein sehr einfaches Skript für Gesundheit und Sicherheit erstellt. Was ich jetzt machen kann, ist hier klicken und meine eigene Audio hochladen. Das könnte entweder meine oder eine andere Stimme sein. Aber ich lasse es einfach so und schaue mir eine Vorschau des Skripts an. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über das Büro. Heute werden wir besprechen, wie man sich in einem Büro sicher verhält und dabei angemessen verhält. Okay, also ändere ich den Titel in Büro. Klick hier, schalte es aus und es sollte automatisch gespeichert werden. Ich sehe in meinem Tarif, dass ich noch 35 Minuten für diesen Monat übrig habe. Jetzt kann ich zwar eine Vorschau generieren, aber ich klicke einfach auf Exportieren. Also wird es mir anzeigen, wie viele Minuten und Sekunden der Clip hat und wie viele Credits dafür abgezogen werden. Und bevor ich das mache, zeige ich Ihnen hier unten, dass Sie mehrere Folien hinzufügen können. Ich werde nur diesen Clip löschen, damit Sie verschiedene Folien mit verschiedenen Schauspielern und Texten hinzufügen können.
Aber lassen Sie es uns exportieren. Also werde ich das exportieren und es wird 7 Sekunden von meinem Konto abgezogen. Und hier oben sehen wir, dass 7 Sekunden von meinem Guthaben abgezogen wurden. Nun, was ich tun werde, ist, dass ich es jetzt tun werde. Erstellen Sie eine deutsche Version dieses Videos. Also werde ich auf Duplikate klicken. Und ich werde es bearbeiten. Also hier oben. Ich möchte erwähnen, dass es auf Deutsch ist. Klicken Sie auf Speichern und ich muss jetzt etwas übersetzen. Mein Video wurde jetzt erstellt und ich habe eine E-Mail erhalten, die mir mitteilt, dass es fertig ist. Jetzt werden wir uns das Video ansehen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über das Büro. Heute werden wir besprechen, wie man sich in einem Büro sicher verhält. Also habe ich mein Video hier. Also bin ich hingegangen und habe den Titel geändert. Das hier ist das Büro und ich habe das Skript ins Deutsche übersetzt. Aber jetzt will ich die Stimme ändern. Also muss ich zu den Stimmen gehen. Ich werde zum Filter gehen und dann zu Sprachen wechseln. Und ich möchte die deutsche Sprache und zwar die Variante, die in Deutschland gesprochen wird. Geschlecht, ich will weiblich. Schauen wir uns also an, was wir haben. Das haben wir. Amala, lass uns ihr zuhören. Das ist eine Vorahnung. Das hört sich gut an. Lass uns sie benutzen, damit ich die Geschwindigkeiten anpassen kann. Ich werde das nicht machen, ich werde es einfach exportieren. No changes needed. The German translation T is already contextual and modern. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über das Büro. Heute geht es darum, wie man sich in einem Büro sicher verhält und angemessen verhält. Jetzt haben wir also beide Videos gesehen, die englische und die deutsche Version, und ich bin sehr zufrieden. Ich war mit Pipio immer sehr zufrieden. Als es zuerst herauskam, hatte es einige Bugs und es lief nicht ganz rund. Und der Text hat nicht funktioniert. Aber ich war immer wirklich zufrieden mit Pipio. Ich finde es wirklich toll, dass jetzt alle zusätzlichen Funktionen integriert wurden. Und ich bin wirklich erfreut zu sehen, dass man in Pipio seine eigene Stimme beanspruchen kann, auch wenn es eine einmalige Gebühr kostet und man außerdem seinen eigenen Avatar erstellen kann. Fantastisch. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass Pipio ein wirklich gutes Angebot ist. Danke fürs Anschauen dieses Videos. Wenn du Fragen zu Pipio hast, hinterlasse einfach einen Kommentar und ich werde so schnell wie möglich antworten. Vielen Dank und bis bald. So you've now seen this review of Pipio. Perhaps you'd like to watch another related video here? Just click on the video card to load the next video. Also, do consider helping the channel out by liking or subscribing. Or maybe do both. Many thanks.